Seit 27 Monaten reisen wir, Simon und Julia, von Argentinien nach Alaska. Auf den ersten 50.000 Kilometern lief eigentlich alles glatt. Aber dann kam Mexiko. Probleme mit dem Turboschlauch, ein defektes Filmhandy und 2 lange Werkstattaufenthalte bremsten unsere Reisefreude. Richtig dicke kam es dann an der US-Grenze. Dort verweigerte man uns die Einreise und seither ist nichts mehr, wie es einmal war. Trotz allem versuchen wir, Mexikos bunte und lebensfrohe Dörfer zu genießen und zumindest in diesen Momenten alle Sorgen und Probleme zu vergessen. Auch die Natur bietet immer wieder schöne Gelegenheiten zum Krafttanken. Die Ungewissheit fährt ständig mit und wir werden erst in einigen Wochen nach unserem Visa-Run final wissen, ob wir Alaska und letztlich Kanada doch noch werden erreichen können. Wow, sind wir total verrückt. Wir haben das 2. Kanalmitglied in nur 5 Tagen. Es gibt's ja gar nicht. Ja, mega gut. Ist halt auch echt eine Motivation für die ganze Arbeit, die man da macht und eine Wertschätzung von dem Ganzen. Es ist halt auch wirklich echt viel Arbeit. Ne? Ja, das stimmt. Freut mich richtig, richtig doll. Wenn auch du uns auf unserer Reise unterstützen möchtest, dann gibt es da dafür verschiedenste Möglichkeiten. Ein Like, ein Abo, die Glocke drücke, kein Video verpasse, in die Kommentare schreibe, freut uns super, völlig kostenlos. Und finanziell kann man uns unterstützen, indem man entweder eine YouTube-Kanalmitgliedschaft abschließt oder Patreon wird. Das sind dann beides dauerhafte Unterstützungen oder eine einmalige Unterstützung per PayPal. Die Links dazu findet ihr immer in der Videobeschreibung. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön und wünschen euch ganz viel Spaß mit unserem neuen Vlog. Was ist unser nächster Stopp? Wir haben noch 77 Kilometer, dann kommt eine archäologische Stätte. Okay. Und danach kommt Chalpan, ist auch ein magisches Dorf und ich hoffe vor allem, dass es ja endlich wieder kühler wird und nicht mehr so schwül. Das nächste magische Dorf, eins nach dem anderen. Ja, und dann kommt glaube ich gleich noch mal eins. Mir wird bei so kurvigen Berg- und Talfahrten auch echt gern schlecht. Ist ziemlich tagesformabhängig. Manchmal macht es mir gar nichts aus. Wenn ich selber Auto fahre, sowieso nicht. Aber heute ist wieder so ein Tag, da vertrage ich es als Beifahrer irgendwie überhaupt nicht. Ich habe deswegen auch meine Voodoo-Bändchen an. Das sind Armbänder gegen Seekrankheit eigentlich, weil es mir auf dem Schiff noch viel schlechter wird als beim Autofahren. Und tatsächlich finde ich, sie helfen. Also ich habe sie schon ganz oft bei Fährüberfahrten getragen oder halt auch eben beim Autofahren bei so Serpentinen-Etappen und die drücken auf so einen Akupunkturpunkt am Handgelenk. Mir hilft's. Ich versuche mich jetzt einfach mal auf die schöne Landschaft hier zu konzentrieren. Es ist richtig tropisch. Mich erinnert es ein bisschen an einen Thailand-Urlaub. Es gab auch mal wieder Bananenstauden und richtig viele grüne Berge, auch in so Schichten hintereinander. Ein paar Wolken zwischendrin, ein bisschen Sonne. Ein richtig schöner Tag. Wir sind schon wieder auf 1600 Meter fast. Mega angenehm. Wir konnten sogar die Klima ausschalten. Können wieder mit offenen Fenstern fahren. Und es ist nicht mehr so schwül und hat auch nur noch 22 Grad. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem magischen Dörfchen Chalpan. Heute war mal wieder Street Parking angesagt und guck mal, vor was für einer wundervollen Kulisse wir übernachten durften.
haben wir es ja gar nicht so mit Kirchen, aber die hier ist wirklich wunderschön. Vor allem diese Farbtöne, das Gelb, dieses Ocker und Rot. Es passt so toll in dieses Stadtbild hier. Und auch die Verschnörkelungen sind richtig schön und liebevoll gemacht. Gestern Abend hat der Glockenturm noch toll geleuchtet. Und Fun Fact, da hängt ein Glockenseil runter und die Glocke wurde gestern per Hand geläutet. Aber sie spielt auch richtig schöne Musik. Ich denke, das geht von alleine dann. Die hat uns heute Morgen geweckt. Und von innen sieht sie auch richtig, richtig schön aus. Gestern Abend war Messe und wie immer in Mexiko war die auch ziemlich gut besucht. Da hängen die Glockenseile, aber ich traue mich natürlich nicht dran, jetzt da zu ziehen. Ich weiß ja nicht, wann die läuten. Aber es ist auf jeden Fall witzig. Kann man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen, Das ist ganz dass simpel. man einfach hier an der Glocke ziehen kann und läuten. Die Leute dann, wenn du dran ziehst. Ja. Das sieht wirklich nett aus hier und es bewegt sich alles hier rund um die Kirche. Da ist die Plaza mit dabei. Eigentlich alles ziemlich zentral zusammen, aber wirklich komplett schön angelegt, schöne Parkbänke. Alles im gleichen Farbstil. Abends alles richtig, richtig schön beleuchtet. Da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Ich finde es so schön hier, wieder mit den bunten Häuschen. Alle haben verschiedene Farben. Ist halt auch wieder ein magisches Dorf, ne? Ja, also ich glaube, das machen die Mexikaner echt gut. Und das bringt schon was, wenn die Dörfer das Prädikat haben, dass dann viel mehr Touristen kommen. Und vielleicht auch halt mehr Geld da ist, um das irgendwie rauszuputzen mit den Parkbänken, den Laternen. Auch die Plaza ist richtig schön mit diesem schmiedeeisernen Kiosko. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich magische Dörfer werden von allein oder ob da ein Komitee kommt und sagt, ihr habt das Potenzial, magisches Dorf zu werden. Aber ihr müsst hier noch ein bisschen euren Marktplatz und euer Ding und schöne Parkbänke daherpacken. Dann geht das. Ja, das kann schon sein. Oder die Gasse da vorne, guck mal, mit den Hüten und den Bändeln. Das sieht doch richtig einladend Ja, aus. ich sehe es. Wir gehen dahin. Da mal durchzubummeln. Das sieht aber aus wie Kaffee. richtige Cowboy-Hüte. Ja, Verstehe ich nicht. Wir sind in Mexiko, da muss es eigentlich Sombreros geben. aber die sind trotzdem Wie man schön sich das vorstellt. aus. Und da drüben ist noch eine andere Gasse mit diesen, ich glaube, es sind Tücher, die bunten. Das macht richtig Lust, da mal reinzugucken. Guck mal, das ist ein Kaffeestand. Ich glaube, die malen und verkaufen auch. Wollen wir mal gucken? Klar. Ja. ¿Puedo probar el café? Also, probier erst mal, bevor wir kaufen. Nicht, dass wir die Katze im Sack kaufen. Wir sind schon öfter reingefallen, weil der Kaffee häufig zu fein gemahlen ist, auch für unsere French Press oder dann nicht schmeckt. Deswegen, let's try. Riechen tut er gut. Schmecken auch. Die Kaffeebohnen kommen hier auch alle aus der Region. Die wachsen hier in den Bergen, sind ungefähr auf 1800 Meter Höhe. Und er hat gerade erzählt, dass es so ein Sack, keine Ahnung wie viel Kilo da drin sind, hier 3-mal die Woche durch die Maschine lassen und verkaufen und wird auch vor Ort geröstet. Also alles wirklich hier in der Region produziert und gefertigt.
Er hat jetzt auch extra den Mahlgrad für uns erstellt, weil wir brauchen es deutlich gröber für die French Press und nicht so fein, wie man es für eine normale Kaffeemaschine braucht. Ich hoffe, dass es hinhaut. Das sah jetzt ganz gut aus. Und 500 Gramm kosten 80 Pesos. Das sind 20, 40, 60, 80, 4 Euro. Die Julia hat es hier mit Kaffee und Mahlgrad im Griff. Ich bin einfach nur glücklich, wenn er dann morgens schmeckt, der Kaffee. Da wird sogar noch verspeist, das Tütle. Oh Simon, jetzt wo ich gerade Fauli da sehe, fällt mir was ein. Komm mal mit. Der arme Kerl reist nämlich seit Anbeginn der Reise mit seiner dicken Wollmütze. Und hier an dem Strand habe ich nämlich was entdeckt. Hier gibt es nämlich so coole Cowboy-Hüte, eigentlich für die Frontscheibe, also für den Spiegel. Vielleicht passen sie aber auch im Fauli. Mal gucken, sein Kopf ist leider ziemlich groß. Hat die gleiche Frisur wie ich. Ohne ist er nämlich ziemlich hässlich, ohne Mütze. Ja, ich habe es fast befürchtet. Er ist leider zu klein. Das sieht ein bisschen doof aus, wenn er nur so oben drauf schwebt. Schade, schade. Es war leider nichts, muss der arme Kerl weiter schwitzen. Aber wir halten einfach weiter die Augen auf. Vielleicht kommt ja mal noch was. Aber vielleicht kann ja jemand aus unserer tollen Community häkeln und könnte für unseren Fauli mal eine Schildmütze oder so machen, damit er nicht immer mit seiner Barmpudelmütze rumlaufen muss, weil wir kommen ja im Januar für den Visa-Run nach Deutschland und dann könnten wir ihn mitnehmen. Das wäre richtig, richtig cool. Also falls sich jemand berufen fühlt, dann schreibt es in die Kommentare und wir connecten uns. Das wäre echt toll. Wir düsen schon wieder raus aus dem magischen Dorf. War richtig, richtig schön. Aber wir haben von den Argentiniern, von Willi und Fla, die mit ihrem uralten, klapprigen, aber wunderschönen VW Pulli unterwegs sind, die wir am letzten Stellplatz getroffen haben, im letzten Vlog, einen coolen Stellplatz empfohlen bekommen. Der soll sich hier auch ganz in der Nähe befinden, gerade mal 20 Kilometer an einem Fluss und an einem Wasserfall. Und anscheinend kann man mit den Wellen direkt ans Wasser fahren. Und ja, die Nacht hier in der Stadt, die war zwar auch ruhig, aber in der Natur ist trotz allem noch schön. Auch wenn äußerlich alles wie immer scheint, so schweifen wir innerlich immer wieder ab. Und die quälende Frage, wie unsere Reise nach dem gescheiterten Grenzübertritt in die USA wohl weitergeht, lässt uns nicht los. Unsere unbeschwerte Reisefreude haben wir wohl an der US-Grenze zurückgelassen. Der Stellplatztipp hier hat sich als richtig genial erwiesen. Da schmeckt der Kaffee am Morgen gleich nochmal so gut. Die Nacht hier war richtig angenehm in dem schattigen, lauschigen Wäldchen. Ruhig war es allerdings nicht, weil der Fluss so plätschert. Der geht da über so eine kleine Stufe nach unten. Und wir haben heute Morgen schon hunderttausende ungelogen Schmetterlinge gesehen. Ganz viele verschiedene, gelbe, braune, die Monarchfalter. Ich habe auch schon so einen schwarz-blauen und einen lilanen gesehen. Und richtig cool, wir wurden heute Morgen von Familie Schwein geweckt. Ganz viele kleine Ferkelchen. Der kleine Fluss hier kommt von einer Kaskade, einem Wasserfall. Da wollen wir jetzt auch gleich noch hinwandern. Das Wasser ist allerdings richtig, richtig eiskalt. Ich habe nur mal die Hand reingestreckt und mir war schon ganz fröstelig. Also zum Baden taugt es leider nicht. Die Straße hier gestern war so semi, also war so ein holpriger Erdweg und trotzdem wohnen hier immer wieder überall Menschen in ganz einfachen Hütten, so wie auch die Frau da oben. Und für uns ist die Endstation, mit unserem Van geht es nicht mehr weiter und trotzdem geht dieser Erdweg noch ganz weit hier in die Berge rein und immer wieder gibt es ganz kleine Dörfchen, so zumindest sieht es auf der Karte aus. Ihr habt den Rucksack schon gepackt, die Drohne mit dabei.
Vielleicht lohnt sich das ja an den Wasserfällen. Der Eintritt ist bezahlt, hat 80 Pesos pro Kopf gekostet, umgerechnet 4 Euro. Ist gar nicht so wenig. Üblicherweise sind solche Spots in Mexiko eigentlich kostenfrei. Ja. Aber wir haben trotzdem Bock auf die Kaskade und ein bisschen Bewegung schadet ja auch nicht. Genau, und wenn wir hier sind, wollen wir sie auch sehen. Mittlerweile haben wir uns eigentlich auch ganz gut damit abgefunden, dass die Einreise in die USA hier erstmal nicht geklappt hat. Es ist halt einfach so, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Hoffentlich klappt der Visumsantrag. Aber bis dahin, da sind wir jetzt eigentlich auch ganz froh drüber, gibt es hier natürlich in Mexiko noch unendlich viel einfach zu entdecken. Und so viel auch, dass man schon einfach gar nicht gesehen hätte, ne? Wenn die Einreise geklappt hätte. Den ganzen Loop wäre man nicht gefahren. Die ganze schöne magische Dörfle, die jetzt hier auf der Strecke lagen, hätte man alle ausgelassen. Und klar, man kann nie alles sehen. Und es gibt wahrscheinlich halt auch noch unendlich viel, was wir trotzdem nicht sehen werden. Aber ganz gespannt sind wir immer noch auf den Días de los Muertos. Und der ist jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr weit. Ich persönlich finde es ja gut, jetzt deutlich Speed rauszunehmen aus der Reise, einfach ein bisschen langsamer zu machen. Zeit zu haben für neue Projekte, für alte Projekte, sich zu verbessern, weiter an YouTube zu arbeiten. Aber Zeit zu haben, einfach mal zum Nichtstun, das kam bisher tatsächlich immer zu kurz. Und ja, ich glaube tatsächlich dran, dass alles im Leben seinen Sinn hat, auch wenn wir in der Situation noch nicht so genau wissen, für was es gut ist. Aber ich bin mir sicher, wir finden es raus. Und wir haben auch schon die Videos ein bisschen einen neuen Look verpasst und ein bisschen versucht, den Stil zu ändern. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Schreibt es mal gern in die Kommentare. Wir haben die Möglichkeit auch einer Kanalmitgliedschaft auf unserem Kanal eingerichtet. Das bedeutet, ihr könnt jetzt den Kanal Mitglied werden und uns so einfach monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützen bei unserer Reise. Genauso haben wir einen Patreon-Account. Du kannst also auch Patreon bei uns werden oder auch gern eine kleine Spende per PayPal uns zukommen lassen. Das ist aber alles gar nicht wirklich nötig. Viel wichtiger ist, dass du unsere Videos schaust, uns ein Like, ein Abo dalässt und vielleicht auch das Video kommentierst. Das freut uns mega und ja, motiviert uns, vielleicht immer besser zu werden. Wir versuchen es zumindest. Es sieht so schön aus. Hey, kristallklares, türkisfarbenes Wasser mitten in der traumhaften Urwaldumgebung. Es ist bloß so schade, dass das Wasser so kalt ist, weil es ist ja ein richtiger Pool. Wenn es jetzt ein paar Grad wärmer wäre, dann könnten wir hier eine ganze Weile baden und relaxen. So gucken wir es uns halt nur von außen an. Auch schön.
Wanderung hat sich gelohnt, hätte man gar nicht so schön erwartet. Und vor allem nicht nur die Fröschle haben wir hier jetzt da im Wasser gesehen, sondern auch ein Axolotl. Das sind die lustigen kleinen, wie Salamander oder sowas, denen, glaube ich, Gliedmaße nachwachsen, wenn ihnen zum Beispiel ein Fuß abfällt. Und ganz besonders mag die meine Nichte, die hat sogar Axolotl Stofftiere. Grüße, Emily. Was für ein wundervoller Ort. Für mich eins der Highlights in Mexiko überhaupt. Ich bin so froh, dass wir dem Tipp gefolgt sind. Und jetzt haben wir sogar noch diesen Pozo Azul gefunden, den wir auf einer Karte in Calpan gesehen haben und nicht mal Google Maps wusste, wo er ist. Richtig, richtig schön hier. Ich würde sagen, wir laufen jetzt zurück zum Bus, trinken nochmal einen Käffle, probieren einen von den selbstgebackenen Schoko-Erdnuss-Muffins und dann steht auch schon das nächste magische Dörfchen auf dem Programm. Wir sind in Pinal de Amoles. Heute war mal wieder Street Camping angesagt. Aber der Ort ist so klein und so verschlafen, dass, glaube ich, ab 7 Uhr abends hier kein Auto mehr durchgerollt ist. Also die Nacht war sehr ruhig. Man hat nur ab und zu mal die Kirche bimmeln hören. Aber dafür war es richtig, richtig kalt. Außentemperatur 7 Grad. Nicht zu vergessen, vor ein paar Tagen haben wir noch einen Lüfter angehabt nachts, weil es so unerträglich warm und schwül war. Heute habe ich meinen dicken Sweater an und Simon liegt noch im Bett, dick eingekuschelt. Wir haben sogar die Zusatzdecke gebraucht, weil es einfach so ungemütlich war. Also ich weiß nicht, im Van hat es heute Morgen 13 Grad gehabt, nachts wie gesagt 7. Ich bin gespannt, wie es heute tagsüber wird. Wir warten mal noch ein Stündchen oder so, bevor wir das Städtchen erkunden. Jetzt mit der Sonne ist gleich viel angenehmer, oder? Ja, lässt sie aushalten. Das war heute Morgen aber auch echt kalt. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein schöner und absolut ruhiger Stellplatz gehabt. Und da vorne kann ich auch schon die Kirche sehen. Ich glaube, ja. Das ist der zentrale Platz hier im Ort sozusagen. Da außenrum soll sich eigentlich alles abspielen. Das ist hier viel ursprünglicher wie das Dorf, wo wir vorher waren. Ja, es sieht nicht so rausgeputzt aus, gell? Ja, und ganz steile Gässle wieder und eng und verwinkelt. Ja. Ganz ich glaube, hier anders. sah es vor 80 Jahren auch schon so aus. Das kann sein, ja. Aber ist auch ein Pueblo Mexiko, ein magisches Dorf, ja. meine ich ja. Und ich glaube auch ziemlich touristisch, allerdings nicht irgendwelche Touristen, sondern halt inländische, die hierher kommen. Ja, Mexikaner. Ja, die hier die Rude fahren einfach und sich da Ich habe die auch irgendwo verschiedenen Dörfer gelesen, angucken. dass es so ein richtiges Touri-Ziel sein soll, auch für Ökotourismus und für kulturellen Tourismus. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Bis jetzt macht es noch nicht so richtig der touristische Eindruck, aber mal gucken. Der Weg auf die Hauptplaza war kurz. Ich glaube, viel zu sehen gibt es hier nicht. Es sind nur ein paar Sträßchen. Hinter mir sieht man aber auf jeden Fall auch die schönen grünen Berghügel der Sierra Gorda. Wir sind hier auch auf 2000 Metern Höhe, deswegen auch die recht frischen Temperaturen. Und früher, im 16. Jahrhundert, war Pinal de Amoles auch eine Minen- und Bergbaustadt.
Es hört sich so an, als würde auch ein Gottesdienst gerade stattfinden in der Kirche. Wir spicken mal kurz rein. Conforme vaya desarrollándose, madurando incluso en la fe. Todos los que vengan la irán preparando para que los días. Naja, viele Zuhörer hat die Messe auch nicht, aber es ist auch Samstag, es ist gar nicht Sonntag, 12 Uhr mittags. Dafür ist vielleicht doch ganz passabel. Simon hat schon wieder einen Freund gefunden. Viel zu kleiner Kopf, der Kremlin. Auf jeden Fall ein schöner Platz hier. Ja, so ein richtig entspanntes, gemütliches, typisch mexikanisches Dorf, finde ich. Ja, nette Restaurants außenrum, wie man das eigentlich erwartet. Ja. Und ich sehe, dass da hinten sogar Palmen wachsen. Ja, gell, bei 7 Grad nachts, ich weiß nicht, wie das geht. Überlebe die das bei uns auch? Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Auf dem Wandbild sieht man richtig abgefahrenen Axolotl, die Grottenolme, die hier in der Bergregion heimisch sind. Und wir hatten gestern ja das riesige Glück, sogar einen in freier Wildbahn sehen zu dürfen. Pinal de Amoles ist ein sehr kleines, aber sehr ursprüngliches magisches Dorf hier in Mexiko, mitten in der Bergregion der Sierra Gorda in den Kieferwäldern auf 2000 Metern Höhe. Und weil es hier so viele magische Dörfer gibt, lohnt sich ein Besuch hier auf jeden Fall. Und das angenehme Klima ist auch nicht zu verachten. Kleines, ruhiges, verschlafenes Dorf hier auf jeden Fall. Die Highlights haben wir schon alle gesehen. Aber uns wurde noch verraten, es soll hier gar nicht weit einen wunderbaren Mirador geben, der morgens so richtig in Nebelschwade oder sowas liegt. So ganz genau haben wir es nicht verstanden. Aber wir haben ihn, glaube ich, auf der Karte gefunden. Und versuche mal, ob das genau der Spot ist für die heutige Übernachtung und vielleicht eine kleine Wanderung. Jetzt haben wir ja wieder 2 Begleiter gehabt, den ganzen Tag schon hier in der Stadt. Und wir kaufen hier auch immer wieder regelmäßig mal Hundefutter. Da geht auch ganz schön was weg. Geht aber Euro 50 ein Kilo, hält wieder einen Monat. Können wir wieder einige neue Freunde glücklich machen damit. So manches Auto, das hier in Mexiko rumfährt, wäre in Deutschland nur noch was für einen Schrottplatz. Hier ist nämlich nicht nur die Frontscheibe gerissen, einmal mitteldurch, sondern auch noch die Heckscheibe richtig schlimm gesplittert. Sieht echt übel aus. Viel sehen kann man da wahrscheinlich nimmer, vor allem bei Dunkelheit. Und auch der Rost lässt grüßen. Zum allerersten Mal in Mexiko sind wir über 2000 Meter. Oder über 2,5? Über 2,5, ja. Wir waren schon auf 2480, habe ich schon beobachtet, 2490. Aber Sierra Madre, wir haben noch nie die 2,5 überstiegen, sozusagen. Ich habe schon gedacht, es gibt keine höheren Berge, die enden hier alle bei 2,5. Aber jetzt haben wir doch tatsächlich mal fast 2,6. Ja, ganz kurz standen 2,6 da. Auf der Uhr gehabt, ja. Bleibt nur abzuwarten, dann wie kalt die Nacht heute wird. Ich bin richtig gespannt. Unsere dicken, warmen Decken haben wir nicht im Kofferraum, weil die ganze Zeit war es ja so warm. Naja, wenn nicht, müssen wir halt mit Klamotten schlafen. Die Anfahrt hierher war ein bisschen ruppig, aber wir haben wieder einen grandiosen Freistehplatz gefunden
Mittel im Nirgendwo in den Bergen Mexikos, abseits jeglicher Touristenpfade. Die Sonne ist allerdings weg, es wird schon wieder empfindlich kühl. Morgen früh zum Sonnenaufgang wollen wir zum Mirador laufen, von dem aus man eine ganz tolle Aussicht haben soll. Schon jetzt sah der Blick richtig spektakulär aus, von daher sind wir extrem gespannt, was uns morgen früh erwartet. Aber ich verziehe mich jetzt wieder rein ins Warme und bereite mal ein leckeres Abendessen vor. Und zwar haben wir heute in dem kleinen Dörfchen eine Spezialität entdeckt, die es, glaube ich, wirklich nur in Mexiko gibt. Und zwar Kaktus. Nopales heißen die hier. Und vor vielen, vielen Wochen habe ich in Oaxaca eine uralte Frau getroffen. Die saß vor ihrem kleinen Ladengeschäft, hat eine ganze Schüssel voll von diesen Kakteen hier geschnippelt. Und ich habe sie dann gefragt, wie man sie zubereitet. Sie meinte einfach ähnlich wie Reis in kochendes Wasser schmeißen, 10 Minuten köcheln lassen und dann abkühlen. Und dass es sehr, sehr lecker schmecken würde mit Thunfisch, mit Zwiebel und eben diesen Nopales-Stückchen drin auf einer Tostada oder auf einer Tortilla. Zum Glück haben wir alles noch da. Und so sieht das Ganze fertig aus. Ja, man kann es essen, aber ich glaube, Thunfisch mit Mais im Wrap ist mir deutlich lieber. Es ist 6 Uhr in der Früh. Wir haben trotz Kälte gut geschlafen und machen uns jetzt auf den Weg zum Mirador Cuatro Palos. Der wurde uns empfohlen in Jalpan als Insider-Tipp. Aber ich glaube, er ist nur bei ausländischen Touristen ein Insider-Tipp. Weil hier stehen ganz viele Minibusse, die haben uns aufgeweckt um, ich weiß nicht, 5 Uhr oder so. Und sind jetzt wahrscheinlich auch alle mit Guide auf den Weg da hoch. Das machen wir jetzt auch. Und wir haben seit langem mal wieder richtig lange Hose an und langes Oberteil und Wäsche drüber und Mütze auf dem Kopf. Ja. Aber ich glaube, uns wird gleich warm. So kalt ist zum Glück gar nicht, aber die Höhe merkt man deutlich beim Atmen. Und ich habe aber irgendwie seit gestern Kopfweh. Ich weiß nicht, was an der Höhe liegt. Erfahrungsgemäß fängt Höhenkopfschmerz ja erst bei 3000 Meter an. Wir sind ja aber noch drunter, aber kann schon sein. Und dahinter an der Spitze, da sieht man schon die Leute stehen. Ich glaube, das ist unser Ziel. Die sind alle vor uns da. Wir sind ein bisschen später dran. Vielleicht sind wir dann da, wenn die schon nicht mehr da sind. Das wäre doch auch nett. Von dem Cuatro Palos Mirador aus soll man einen sensationellen Blick haben auf die ganzen vielschichtigen Bergketten der Sierra Gorda und anscheinend liegen einem wohl die Wolken wie ein Teppich zu Füßen so früh am Morgen. Der Weg zum Mirador ist zwar kurz, sind nur 30 Minuten, aber für Natur- und Wanderfans ein Paradies. Der Wald hier ist richtig urig, so ein richtiger Märchenwald mit verknorzelten, verdrehten Bäumen. Die Ausblicke sind traumhaft. Mich erinnert es auch ein bisschen an den Canyon, wo wir in Kolumbien Paragliding gemacht haben. Ich habe leider den Namen vergessen. Und ja, es tut richtig gut, sich morgens ein bisschen zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Julia hat Märchenwald gesagt, dann erzähle ich euch doch gleich mal ein Märchen. Es waren mal 2 Reisende aus Karlsruhe in Deutschland, die es nicht geschafft haben, in die USA einzureisen und dann noch mehrere Wochen in Mexiko verblieben sind. Und wenn sie es nicht bis heute geschafft haben, dort einzureisen, dann sind sie vielleicht immer noch in Mexiko. An der Stelle noch ein etwas kurzatmiges Dankeschön an unsere YouTube- und Patreon-Kanalmitglieder. Danke. Und alle PayPal-Spender, die uns auf diesem Wahnsinns-Panamerikaner-Abenteuer unterstützen. Vielen Dank. Und wenn auch du uns supporten möchtest, findest du alle Links in der Beschreibung. Und jetzt lehn dich entspannt zurück und genieß mit uns den traumhaften Sonnenaufgang. Vielleicht ist hier die Erklärung für meinen Kopfschmerz. Wir sind doch höher als gedacht, fast auf 2,8, nicht ganz die 3, aber das kann jetzt schon sein.
hinten in der Ferne spicken die Bergketten der Sierra Gorda richtig aus den Wolken raus. Sieht aus wie so Inselchen im Meer. Wir wollten gerade weiterlaufen zum Mirador, also zum Endpunkt. Und dann hat uns hier der eine Guide zurückgepfiffen und hat uns erklärt, dass man hier nur gruppenweise weiterrücken darf. Also hier stehen alle Gruppen, wahrscheinlich nach Reisebus getrennt, in ihren Gattern wie die Viehzäune. Und wir müssen jetzt warten, bis die wahrscheinlich alle weg sind. Egal. Kommenden Mittwoch entführen wir euch in Mexikos geheimnisvolle Unterwelt. Und endlich begegnen uns auch mal richtig viele schöne Kakteen. Tja, und dann stehen wir plötzlich schon wieder vor einem neuen Problem. Mehr dazu aber erst im nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, macht's gut!